das ist genau die Modellreihe, die wir euch heute in dem Video genauer vorstellen wollen. Denn das sind die Modelle, die am häufigsten verkauft wurden, die die größte Fangemeinde haben. Da gibt es das meiste Zubehör, die größte Tuning-Szene. Und das bauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf und dann stellen wir euch das vor. So, jetzt haben wir das Ganze ein wenig chronologisch aufgebaut, nämlich erste Serie, zweite Serie, dritte Serie, dann etwas dazwischen, das erklären wir euch später, und dann am Ende die LGP. Aber wir fangen natürlich an, wie sich das gehört, mit der ersten Serie und natürlich mit dem Experten. Ja, genau, das ist die LI erste Serie. Hier ist zwar jetzt ein anderer Kotflügel drauf, aber grundsätzlich das Entscheidende an der ersten Serie ist, dass der Scheinwerfer am Beinschild sitzt und der Lenker eigentlich nur den Tacho umfasst. Vom Rahmenbau her ist es dann schon im Vergleich zu den Kardanmodellen wirklich eine ganz neue Konstruktion. Ja. Also wir erinnern uns, es gab die Kardan-Modelle, ne, mit dem relativ aufwendigen Technik. Dann kam die LI bzw. zuerst die TV 175 raus. Die hatte immer noch einen Rohrrahmen, verändert zum vorigen, aber vor allem hatte sie einen Motor mit einem liegenden Zylinder und einem Kettenantrieb. Das sollte alles ziemlich vereinfachen, hat es bei der ersten Serie der TV 175, glaube ich, noch nicht so ganz. Ist das richtig? Genau, es war eine neue Konstruktion vom Motor fällig und das erste Modell, das dann nach dem Kardan kam, war die TV mit 175 Kubik. Einfach um auch, Vespa, glaube ich, hatte zu der Zeit die GS rausgebracht, ein Sportmodell, die wollten sie übertrumpfen. Und der Motor war aber trotzdem schon noch relativ kompliziert und auch ein paar Konstruktionen waren dabei, die jetzt nicht wirklich optimal liefen. Deswegen sind die von dem Motorkonzept TV 175 erste Serie relativ schnell wieder weggekommen. Also wir erinnern uns ganz kurz, wir haben ja dieses Vespa Wideframe-Video gemacht und haben da auch die GS 150 erklärt. Das war zu der Zeit das Topmodell oder das Sportmodell von Vespa. Jetzt ist Lambretta hergegangen und hat gesagt, wenn wir das alles neu machen, dann zeigen wir erstmal Vespa, wo der Hammer hängt, oder? Und bringen 175 Kubik raus. Also von dieser ersten Serie gab es die LI und die TV. Die TV noch früher, gleich mit mehr Hubraum. Aber ich habe dich unterbrochen. Zeitlich gesehen, kurz danach, nach der TV ersten Serie, kam dann die LI erste Serie. Und die war halt, weil es ein Volumenmodell werden sollte, auch vereinfacht vom Motoraufbau. Und sie hatten schon ein bisschen gelernt, die Kickstart-Mechanik und so weiter war nicht so optimal bei der TV. Und das wurde verändert, zum Besseren hin, einfacher zu warten, problemloser. Also dieser große, ambitionierte Plan. Wir bringen jetzt eine neue Modellreihe und das Erste, was wir machen, ist, wir zeigen Vespa, wie es wirklich geht. Die ist leider so ein bisschen in die Hose gegangen, muss man ehrlich sein. Ne? Also die hatte die TV 175, ja, da gibt es wenig Teile für. Du hast mir auch eine kleine Anekdote erzählt, wo die letzten der Produktion gerüchteshalber verblieben sein sollen. Ja, angeblich, also da gibt es Gerüchte, ob das stimmt, weiß keiner, aber es haben sicher schon viele danach getaucht. Angeblich sind die TV-ersten Serien, weil sie sie nicht verkauft haben, containerweise irgendwo im Meer verkappt worden. Okay. Aber keiner weiß, ob das wirklich wahr ist. Höchstwahrscheinlich nur eine Geschichte, ist aber in jedem Fall immer ein Anekdötchen, was man erzählen kann. In jedem Fall gab es auch die LI von der ersten Serie, die wir hier haben, LI 150. Und die war aber erfolgreich, hatte dann schon eine Technik, die vereinfacht war, die auch geblieben ist und die dann transferiert wurde auch in die zweite Serie. Genau, der Rahmen und das äußere Blechkleid von der zweiten Serie ist eigentlich, ich sag mal zu 90% identisch mit der ersten Serie. Man sieht es hier sofort, der Scheinwerfer wandert in den Lenker und das war es eigentlich schon. Viel mehr wurde nicht geändert. Genau. Ja. Also wenn ihr das unterscheiden wollt, optisch, einmal ist der Scheinwerfer hier, einmal dort. Das ist erstmal der einfachste Unterschied zwischen erster und zweiter Serie. Was sie aber noch so ein bisschen gemacht haben, ihr seht hier drauf steht TV 175.
Es gab auch von der zweiten Serie eine LI und eine TV. Und die TV, die hatte jetzt im Prinzip die LI-Technik. Richtig, also eigentlich war das komplett auf den LI-Motor aufgebaut, weil der hat sich einfach als kostengünstig und zuverlässig erwiesen. Allerdings wurde eine andere Kurbelwelle verwendet mit einem längeren Pleuel und einem kürzeren Zylinder. Aber grundsätzlich war es ein LI-Motor. Genau, also es ist sozusagen das Top-Modell, was jetzt endlich funktioniert. Ne? An der Seite hat man noch einen recht schönen Schriftzug mit so einer Verzierung. Das hat die LI, glaube ich, nicht gehabt, oder? Nein, die Schriftzüge bei der TV waren grundsätzlich gleich. Lambretta stand drauf, aber bei der TV waren sie zum Beispiel verchront, bei der LI nur poliertes Alu. Also immer so hauchfeine Unterschiede. Okay. Also ihr seht, erste und zweite Serie optisch sehr ähnlich. Aber eins fällt mir noch ein, was, glaube ich, eine Zäsur war. Was ist ein Frame Breezer? Ja, das gab es nur bei den Serie 1 und nur bei den ersten Modellen. War das noch von der Kardanzeit war das noch üblich, dass der Vergaser über den Rahmen saugte. Und das wurde bei der ersten LI auch so beibehalten. War natürlich auch eine furchtbar aufwendige Konstruktion und das haben sie relativ schnell weggelassen und haben dann die Ansaugung über einen normalen Luftfilterkasten gemacht. Das ist dann auch erhalten geblieben bei der Serie 2 und Serie 3 und bei den späteren Modellen. Stimmt es, dass es früher Serie 1 Modelle gab, wo die Rahmen zu instabil waren und man die Rahmen der längs aufgeschnitten hat, also dieses zentrale Rohr längs aufgeschnitten hat und einfach ein Blech eingesetzt hat? Das war nicht bei der Serie 1, sondern bei der Serie 2. Ah, okay. Und zwar bei der Serie 2, ich kenne es jetzt nur bei der TV, ich glaube bei der LI war es nicht so. Okay. Bei der TV war es so, dass die ersten Modelle, die fingen nach dem Präfix mit der Nummer 1 an, die hatten ein Problem mit dem Rahmen, der Rahmen war zu schwach und die wurden wohl zurückgerufen. Ach, die haben sozusagen zur zweiten Serie aus Versehen den Rahmen schwächer gemacht als in der ersten. Die TV1 gegenüber der TV2 hat sich schon rahmenmäßig ein bisschen unterschieden. Okay. Weil auch die Motoraufhängung war anders. Aber was da genau das Problem war, dass die plötzlich ein dünneres Rohr genommen haben, oder weiß ich nicht genau. Okay. Das hat auch einen Namen, einen englischen, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein. Also den Namen weiß ich jetzt auch nicht, aber von daher ist das vielleicht was ganz Lustiges für die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie die nachträglich verstärkten Rahmen der TV zweite Serie im Englischen heißen oder genannt werden, schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns. Damit haben wir, glaube ich, das Wichtigste gesagt zu Serie 1 und Serie 2. Und dann kam eigentlich eine große Zäsur, kann man fast sagen, in der Bauform. Ja. Also da ging die Evolution dann wirklich einen großen Schritt voran, und zwar kam dann die Serie 3, die auch gern als Slim-Style bezeichnet wird. Ganz klar, die ist schmäler. Der gesamte Body ist eigentlich schmäler, der Rahmen ist relativ ähnlich auch, aber die Bauform, vor allem Beinschild, Seitenhauben, alles verschmälert, windschlüpfriger, vielleicht schneller. Das Interessante ist ja, dass die Technik darunter eigentlich fast gleich geblieben ist, oder? Eigentlich ja, bis auf marginale Verbesserungen. Ich denke mal hauptsächlich eigentlich dem geschuldet, dass man halt einfach die Produktion ein bisschen günstiger machen wollte. Okay. Weil so eine Serie 2 ist schon nochmal um einiges aufwendiger gebaut wie eine Serie 3. Ah, man hat sozusagen die Produktion verschlankt. Ich finde auch übrigens optisch, also man hat den Roller optisch in eine neue Zeit gehoben. Auf alle Fälle. Gegenüber denen. Ich finde es auch sehr gelungen, also auch schöne Roller, aber das ist sozusagen, meiner Meinung nach, ist diese Legende Lambretta ab der dritten Serie entstanden. Mein persönliches Empfinden, ich kann da falsch liegen. Und es gab dann ja tatsächlich aber noch mit der dritten Serie gab es etwas, was sehr innovativ war, nämlich, wir haben ja hier wieder eine LI, das ist gerade abgeklebt, weil es frisch montiert ist, glaube ich. Ja, frisch nicht, aber... Okay, wir haben wieder LI und TV, wie vorher erste, zweite Serie auch. Und TV anfangs wieder 175, ne? Also gleicher Hubraum, gleiche Technik, aber es gab eine Innovation, die war ganz neu im Zweiradsektor. Ja, und zwar die Scheibenbremse. Die TV 175 dritte Serie war der
das erste Zweirad, das serienmäßig mit Scheibenbremse ausgeliefert wurde. Das war schon ein gewaltiger Schritt. Vor allem, es gab auch, die Motorräder hatten auch alle Trommelbremse zu der Zeit. Also war schon Innovation. Ich glaube, also wir können das mal kurz zeigen. Das hier ist sie nicht. Ne? Das ist eine nachgerüstete, aber wir haben daneben einen Roller stehen, der diese Scheibenbremse auch serienmäßig verbaut hatte. Der hatte natürlich keine Trommelbremse, aber in dieser Trommel ist die Bremsscheibe gelaufen. Die war also gekapselt. Und angelenkt wurde sie über einen Bordenzug. So viel als kurzer Exkurs schon mal zu der TV und der Scheibenbremse. Aber es gab in der Geschichte der dritten Serie noch eine weitere Evolution, gerade was den Hubraum anging, oder? Richtig, die bekamen dann auch schon sehr, sehr früh 200 Kubik. Und zwar aus dem Grund, der Importeur in England, in Großbritannien, der war sehr umtriebig und wollte einfach für seine Kunden nochmal eine Schippe oben drauflegen und ist zu Innocenti gegangen und hat gesagt, hier die Kunden, vor allem die Mods waren es damals, die brauchen mehr Power, die brauchen ein fettes Teil, das halt wirklich heraussticht, und haben die so lange belabert, bis die wirklich eine 200er auf den Markt gebracht haben, und die gab es dann auch erstmal nur in England und später wurde sie auch nach Skandinavien, Schweiz, aber im Produktionsland selber, Italien, gab es die nie, die TV 200. Okay. Interessant. Weißt du, in welchem Jahr das war, die 200er? Ja, das war eigentlich schon sehr früh. Also ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal 63 war das schon. Okay. 62 kam die 175er Serie 3 und vielleicht sogar noch 62, aber das weiß man nicht so genau. Vor allem auch die Fahrgestellnummern, die sind eigentlich TV 175 und TV 200 sind gleichlaufend. Die haben zwar ein anderes Präfix, aber die laufen miteinander. Und dann also wenn ihr euch erinnert, ne, bei der Large Frame, bei der Vespa Large Frame war die erste 200er die Rallye. Die gab es vorher als 180er, und zu der Zeit, als dann sozusagen Lambretta die TV rausgebracht hatte, ja, da war gerade die erste 180er in Planung. Das war wahrscheinlich so ein leichtes Hubraumbattle. mit Sicherheit, ja. Und da war schon Lambretta schon weit führend. Auch die Höchstgeschwindigkeit war schon bei der TV so mit 110, glaube ich, angegeben. Okay. War natürlich übertrieben, aber war schon ein Seitenhieb auf alle Fälle Richtung Vespa. Okay. Und sehr interessant auch, dass du sagst, der englische Importeur, denn es ist ja heute noch so, dass wir im Lambretta-Bereich sehr viel englische Begriffe brauchen. Du hast gerade Slim-Style gesagt, du hast gesagt, wie heißt der englische Name zu dem verstärkten Rahmen, der uns nicht einfällt? Frame Breather. Frame Breather, ja. Floorboards. Die Engländer haben, glaube ich, die Lambretta wesentlich stärker gekauft und damit auch sozusagen diese Namensgebung und das Tuning da beeinflusst, oder? Richtig, die Engländer hatten da echt einen super Markt, und das, glaube ich, kam hauptsächlich auch durch den Importeur, weil der einfach richtig Gas gegeben hat und hat alles beworben. Die haben diese Band, Gary and the Pacemakers, haben sie verpflichtet, um für die Pacemaker Lambretta zu werben. Und da gibt es ganz viele Anekdoten, die haben das Thema wirklich richtig gepusht, haben ein super Händlernetz aufgebaut. Weil bei uns gab es ja Lambretta nichts. Fast gar nicht original verkauft. Also gab es das schon, aber in nur sehr geringem Maß, oder? Ja, das war noch bei der ersten, zweiten Serie ging es noch so halbwegs. Da gibt es schon ein paar Deutsche. Aber dann ab der dritten Serie war da echt tote Hose. Da gab es einen Importeur, der eine Handvoll vertrieben hat, aber das war es auch schon. Na gut, aber jetzt haben wir das nochmal zur Erinnerung. Erste Serie, zweite Serie, dritte Serie oder alle drei Serien, LI und TV. TV 175, dann 200 mit einer etwas leicht veränderten Karosserie, die TV. Jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert. Ne? Jetzt hat ja Lambretta sich gedacht, daran haben sich alle gewöhnt, also bringen wir mal alles durcheinander und nennen noch eine LI Special, dann machen wir noch eine SX und die haben dann teilweise auch noch die gleiche Form. Kannst du da Licht ins Dunkel bringen? Wir haben ja eine SX 200. Was ist das? Die SX 200 ist eigentlich der Nachfolger von der TV 200.
Und die hat dann schon alle aktuellen Designelemente drin. Also mehr Sicken, bisschen mehr Kanten und ist einfach eine Evolutionsstufe weiter. Auch motormäßig wurde einiges verbessert. Und ansonsten gab es halt parallel zur dritten Serie noch eine LI Special, quasi, ja nicht ein Sondermodell, aber noch eine gehobenere Ausführung, würde ich sagen. Also im Prinzip die LI 125 gab es auch als LI S oder Special und die hatte dann halt die Karosserieelemente der SX oder vorher TV. Das war jetzt die dritte Serie, aber jetzt kommen wir noch zu einem besonders interessanten Modell, was im Prinzip der Nachfolger der dritten Serie war. Und zwar die Lambretta DL. DL, ja genau. DL heißt sie in Italien und vielen anderen Ländern. Und die Engländer haben wieder einen Sonderweg gewählt und haben sie GP genannt, weil die halt immer sportlich unterwegs waren. War das wieder dieser Importeur, der auch schon für die TV 200 verantwortlich war? Richtig, genau. Ja. Die übrigens GT in England hieß. Ne? Also die Engländer haben da ihren eigenen Weg gewählt und hatten auch den Einfluss, den bei Lambretta durchzusetzen. Was ist das Besondere an der Lambretta DL? Ja, da kam halt wieder der Designer Bertone ins Spiel und hat das Design einfach ja, ein Jahrzehnt nach vorne gebracht. Also das ist jetzt wirklich schon Design, wie man es in den 70er Jahren eigentlich hatte. Und da sieht man halt einfach, dass viele Chromteile ersetzt wurden durch mattschwarze Komponenten. Auch die Gummis sind von grau auf schwarz gewechselt. Und der Lenker ist um einiges tiefer, also der Rahmen ist kürzer hier. Der Lenker sitzt weiter unten, was halt einfach auch eine sportlichere Sitzposition bringt. Das Ganze wurde schon ein bisschen so Richtung Sportlichkeit verschoben. Also kurze Zeit nachdem die Louis Vega Cometo von Bertone designt wurde, war ihm langweilig und dann hat er gesagt, dann machen wir jetzt halt die großen Modelle. Und was auffällt, also hier ist halt noch mehr Chrom, noch mehr auf Eleganz und da wird es dann schlichter und sportlicher und ja, Bertone-Style halt, wie man es halt auch von vielen anderen Modellen kennt. Was ich das schönste das schönste Detail tatsächlich an der GP finde, ist, ich mag ja das Serie 3 Design sehr. Nur was mir so ein bisschen gefehlt hat, das Auslaufen von dieser Beinschildkante da unten, das sieht irgendwie, das fand ich immer, da habe ich immer gedacht, da fehlt was. Ne? Und genau das hat Bertone wahrscheinlich auch gedacht, weil das Beinschild ist runder geworden und läuft hier unten leicht zusammen. Und dann gibt es diese lustigen Dinger hier, ne? Nennt man natürlich Shark Tees, Englisch. Und das finde ich ein Stilelement, was sehr gelungen ist. Die DL oder GP in England gab es dann auch wieder in 3 Hubraumvarianten, 125, 150 und wieder 200. Das, was hier steht, ist eine 200er. Gab es, glaube ich, auch nur in der Farbe in Italien, oder? Ja, in Italien gab es nur dieses Ocker. Auf anderen Märkten gab es auch noch ein Rot. Wie es bei uns in Italien die 150er gab es ja auch in Rot. Und eigentlich hat jede Kubikklasse auch seine Farben. Okay. Ja. Aber in England gab es die auch in mehr Farben, oder? Die GP gab es in mehr Farben. Also die 200er jetzt gab es in dem Ocker und in Rot. Okay. Sonst gab es nur in Ocker. Aber das, wo du jetzt stehst, ne, das ist, glaube ich, so ein bisschen der heilige Gral der Lambretta-Sammler, oder? Das ist eine originale DL200. Die sind selten. 9.500 wurden gebaut, also das ist wirklich sehr rar. Und die höchste Kubikklasse, deswegen ist das sehr gesucht, sehr teuer. Und wenn man unter den Dingern nochmal den richtig heißen Scheiß finden will, dann muss man nach einer mit diesem Aufkleber suchen, richtig? Genau, die Elektronik wurde auch parallel zu mit Unterbrecherzündung gebaut und tendenziell wurden da deutlich weniger als die mit Unterbrecherzündung hergestellt. Man weiß leider die Mengen nicht, weil das auch wieder unter einer Fahrgestellnummer gebaut wurde. Manche sagen 200, manche sagen 2000, man weiß es nicht. Also, aber mit der Elektronik war der Lambretta nicht auch besonders früh dran?
Also Elektronik steht für elektronische Zündung, muss man dazu sagen. Also ja, die haben das gemacht, was Vespa ein paar Jahre später auch gemacht haben. Die haben die Verschleißteile an der Zündung eliminiert. Mit Ducati zusammen haben die da gearbeitet. Also die Ducati Elektronikhersteller, die auch jetzt die Vespa-Zündungen immer gemacht hat. Und es waren wohl auch die ersten im Markt, die von der Stange eine elektronische Zündung verbaut hatten. Okay. Aber ihr seht, das ist auch das letzte Modell in der Reihe, weil danach kam nichts mehr. Ja, also die Verkaufszahlen gingen halt schon, trotz eigentlich geiler Innovationen, gingen die Verkaufszahlen bergab. Es war natürlich auch ein bisschen Krisenzeit da, Anfang der 70er Jahre. Grundsätzlich der ganze Rollerhype war eigentlich mehr oder weniger vorbei. Und Innocenti hat die Rollersparte dann aufgegeben. Aber da kommen wir am Ende noch dazu. Ne? Da bleibt die Spannung jetzt noch ein bisschen. Ich will das noch mal ganz kurz nutzen, dass diese 5 Roller so schön nebeneinander stehen, um das noch mal zusammenzufassen. Weil für Leute, die sich mit Lambretta nicht auskennen, ist das ein bisschen verwirrend. Ihr seht das ja schön. Erste Serie LI und TV. Zweite Serie Scheinwerfer wandert nach oben, da gibt es wieder LI und TV. Dann kommt die dritte Serie, Karosserie wird stark verändert, wieder LI, TV. Dann gibt es von der dritten Serie noch eine Luxusversion, die hieß SX oder Special oder halt auch TV. Die hat einen etwas anderen Lenker, etwas andere Kaskade. Und zum Schluss DL, vielen bekannt aus Indien und England als GP, letzte Ausbaustufe von Bertone designt. Und damit endet das Ganze. Zumindest was Lambretta aus Italien angeht, aber damit endet noch nicht unser Video.